Der Ford Puma Hybrid, ganz neu in der Zentralgarage in Dillingen. Und genauso neu wie dieser Wagen ist auch dieser junge Mann, Marcel. Grüß dich, hallo. Hallo, mein Name ist Marcel Kiefer, ich komme aus Schwalbach, bin 29 Jahre alt. Und du bist neu hier in der Zentralgarage. Genau, seit Februar diesen Jahres bin ich hier neuer Verkäufer in der Zentralgarage in Dillingen. Ja, verkaufe Neuwagen, Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge, alles was Sie brauchen, können Sie gerne zu mir kommen. Ja, perfekt, da haben wir schon den perfekten Profi direkt vor uns, denn es geht ja auch um den neuen Ford Puma Hybrid. Auch ganz neu, genauso wie du. Genau, der ist seit diesem Jahres ist der in unserer Produktpalette. Der neue Ford Puma, jetzt haben wir hier ein Modell, Ford Puma ST-Line. Der ist schon in der Serienausstattung sehr, sehr gut ausgestattet. Ihr seht jetzt hier gerade direkt die wunderschönen neuen LED-Lichter. Die sind serienmäßig ab dem Titanium direkt dabei. Wir haben wunderschöne Leichtmetallfelgen jetzt hier bei dem Modell, bei der ST-Line. Was sind so die Highlights, die man unbedingt erwähnen muss beim neuen Puma? Ja, es gibt viele Highlights. Wir fahren jetzt hier bei Ford in Mild-Hybrid. Bedeutet, hier haben wir jetzt einen Motor drin, einen 1,0 Liter, 155 PS Motor mit Hybridunterstützung. Das ist kein vollelektrisches Fahrzeug, sondern der Hybridmotor unterstützt den Motor einfach nur. Bedeutet ganz einfach, dass die Energie beim Bremsen der sich aufsaugt und damit wird dann der Motor unterstützt in den niedrigen Drehmomentbereichen, damit der wirklich von unten raus direkt loslegen kann. Ja, Marcel, vielleicht kannst du mal die Motorhaube öffnen, damit wir mal einen Blick in den Motorraum werfen können. Ja, dazu können wir zuerst mal mit Ford Pass Connect das Auto öffnen. Ford Pass Connect ist das neue System von Ford. Da kann man mit dem Handy alle Fahrzeugdaten ersehen und man kann jetzt auch ohne Schlüssel das Auto öffnen. Da muss man den Schlüssel nicht rausgeben. Jetzt sehen wir hier an den Außenspiegel, dass wir das Auto jetzt geöffnet haben. Müsste jetzt jeden Moment passieren und dann schauen wir uns einfach mal den Motorraum an. Genau, den Innenraum werden wir uns gleich anschauen. Erstmal den Motorraum. So, Marcel, dann öffnen wir bitte. So, jetzt sehen wir hier den Motor. Das ist unser 1 Liter EcoBoost Motor mit 155 PS mit dem Hybridmotor. Ist ein Dreizylinder, der ist schon länger bei Ford. Hybrid heißt jetzt natürlich nicht voll elektrisch, logischerweise. Nein, also voll elektrisch ist es nicht. Es ist ein Mild-Hybrid. Das bedeutet wiederum, dass er durch das Bremsen Energie auflädt und den Motor sozusagen unterstützt. Wann kommt diese Unterstützung denn, ja, wann kommt die zu tragen? Ja, also in den niedrigen in den niedrigen Drehzahlen, da unterstützt er den Motor ein bisschen, dass er wirklich von vorne raus, also von Anfang, ein bisschen mehr Karacho hat. Okay, also absolut spritsparend, energiesparend. Den gibt es jetzt in welchen Ausstattungen, den neuen Puma? Das Gute an dem Puma ist, den gibt es direkt als Titanium-Variante. Und da haben wir wirklich in der Ausstattung schon sehr, sehr viel Serienausstattung drin. Bedeutet, da braucht man gar nicht mehr so viel dazu zu wählen. Da ist wirklich schon alles drin, was ein Mensch zum Autofahren braucht. Wir haben beispielsweise Parkpilot hinten haben wir drin, wir haben eine Klimaanlage drin, wir haben das Tempomat haben wir drin, der Fernlichtassistent, den Sensor fürs Licht, dass das Licht automatisch an und ausgeht. Das sind alles Sachen, die serienmäßig drin sind und wichtig auch, dass das Ford Navigationssystem direkt in der Serienausstattung drin ist, bei dem Titanium. Okay, das schauen wir uns gleich mal nochmal genauer an, wenn wir dann in den Innenraum gehen. Aber das ist schon mal jede Menge Komfort, serienmäßig. Auf jeden Fall. Also das Auto ist wirklich von der Serienausstattung sehr, sehr gut ausgestattet. Und darauf, wie gesagt, da braucht man nicht mehr viel dazu wählen. Da ist wirklich von Anfang an alles schon dabei. Auch hier im Kofferraum gibt es ein ganz tolles Gimmick, gerade für Menschen, die vollgepackt vom Supermarkt zum Einkaufen sind oder was auch immer gerade transportieren müssen und Dinge in der Hand haben, die in den Kofferraum müssen. Genau, also wenn man die Hände nicht frei hat, kann man beim Ford Puma auch einfach nur den Fuß drunter halten. Und dann geht der Kofferraum automatisch auf, wie man hier sieht. Und dann hat man freien Zugang zum Kofferraum und muss die Hände dafür nicht mehr benutzen. Ja, wie gesagt, ein richtig schönes Gimmick. Aber ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht der Kofferraum jetzt überschaubar aus. Ja, es sieht aber nur so aus, weil wir haben hier wirklich noch eine große Überraschung. Denn wir haben hier eine Box. Das hat sich Ford einfallen lassen. Die ist sensationell, da kann man wirklich viele Sachen unterbringen. Der große Vorteil dabei ist, wenn man jetzt hier mal den Deckel rausnimmt, haben wir hier unten ein Fach, wo man das Wasser ablassen kann.
Also falls man das auslaufen sollte. Genau, aber auch einfach, wenn man den Kofferraum mal sauber machen möchte. Wenn man beispielsweise ein Pferd hat und man bringt hier seine Sachen unter, die dreckig sind, kann man den Kofferraum einfach auswaschen und dazu einfach nur hier den Deckel ab und da sieht man schon den Boden und dann kann man, wie gesagt, den Kofferraum mit dem Wasserschlauch ganz normal auswaschen. Okay, wir haben was vorbereitet, das wollen wir zeigen, denn hier neben stehen auch wieder ganz, ganz zufällig, ja, so ein paar Koffer. Und diese Koffer sollen alle da rein, sodass man quasi keinen Sitzplatz verbraucht. Genau, also es ist so, das, was hier steht, passt alles in diesen Kofferraum rein. Ich zeige euch auch, dass es so ist, aber das ist wirklich eine sehr, sehr große Menge. Ich fange jetzt einfach mal an einzuräumen. Genau, Marcel räumt ein und wir beweisen, dass hier alles reinpasst. Wir zählen mal mit. So, ein kleiner Koffer, eine kleine Tasche. Naja, so klein sind es gar nicht gewesen. Es war schon auch einige Liter Fassungsvermögen. Auf jeden Fall. So, das waren die ersten beiden. Es geht weiter. Es kommen noch 3 Koffer und 2 Taschen. So, Marcel räumt weiter. So, gehen wir mal hier an die Seite. Und dann haben wir noch den großen Koffer. Der kommt hier oben drauf. So, und dann hat man immer noch Platz für oben Sachen, Jacken abzulegen und so weiter. Ich mache den Kofferraum jetzt mal wieder zu, dass man auch sieht, dass alles hineinpasst und dass er auch zugeht. So, und jetzt hat man alle Koffer drin, kann in Urlaub fahren. Wow, also ja, ein kleines Kofferraumwunder, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, passt sehr viel Fassungsvermögen ist drin, ohne weitere Sitze irgendwie umzuklappen oder sonst was. Das Problem hat man ja öfter, dass man dann die Sitze umklappen muss, dann können nicht mehr so viele Leute mitfahren. Das Problem hat man halt hier gespart. Also diese Box ist einfach sehr, sehr sinnvoll. Da kann man auch andere Sachen reinmachen, wie Koffer. Beispielsweise Hundebesitzer, die können die Leine da reinlegen, die können die Schuhe da reinlegen zum Wandern. Ist einfach eine super Sache. Klasse. Jetzt wollen wir das ganze Fahrzeug natürlich noch von innen angucken und da nochmal auf die technischen Highlights dann im Fahrerraum sprechen. Ja, hier vorne sehen wir an der Windschutzscheibe, sehen wir schon, da ist diese Kamera. Die bedient diese ganzen Technologien wie Pre-Collision Assist, Post-Collision Assist, Verkehrsschilderkennungssystem. Das ist die Kamera, die das Ganze aufnimmt und die das Ganze auffasst. Wir gucken uns jetzt drin an, wie das Ganze dann aussieht. Marcel, bevor wir jetzt hier auf die ganzen technischen Details kommen, erstmal auf den Komfort. Also man sitzt hier schon sehr angenehm hier drin. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier wirklich Komfortsitze. Das da ist jetzt wie gesagt die ST-Line-Ausstattung. Da haben wir so Lederstoffpolsterungen mit diesen roten Ziernähten. Die sind super bequem. Bei dem Titanium zum Beispiel hätten wir auch Massagesitze serienmäßig drin. Bedeutet, während dem Fahren kann man sich dann auch mal durchkneten lassen. Da macht das Fahren gleich doppelt Spaß. Auf jeden Fall. Man kommt entspannt nach zu Hause an. Genau. Oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Genau, mit Ford sowieso. Sehr schön. So, wir wollen jetzt mal die ganzen technischen Highlights hier drin sehen. Ja, also wir starten jetzt einfach mal den Motor. Wir haben ja wie gesagt schlüsselfreies Starten. Beginnen jetzt einfach mal mit dem Start-Stopp-System. So, und da sehen wir schon sehr schnell, dass wir hier mittlerweile kein normales Tacho mehr haben, sondern hier in der ST-Line ist direkt dieses digitale Display dabei, was natürlich dann auch vom Aussehen her sehr, sehr viel daher macht. Dann haben wir einen sehr großen Display drin, den wir natürlich auch mit Touchscreen bedienen können. Da sehen Sie auch direkt jetzt hier Ford Pass Connect. Wir haben WLAN-Zugang, das heißt, wir haben im Auto immer WLAN, dass man immer verbunden ist. Das ist ja heutzutage das Wichtigste fast für die junge Bevölkerung. So, dann ansonsten, man kann das Telefon dran machen, damit man Musik hört, man kann die Kontakte anrufen. Wir haben ja hier auch das Navigationssystem direkt in der Serienausstattung mit drin, wo man dann direkt eine Adresse eingeben kann. Da muss man hier wirklich nur auf Suchen klicken, eingeben Adresse, Sonderziel, Stadt. Bedeutet, ich gebe jetzt einfach mal meinen Heimatort ein, dass wir nach Schwalbach fahren wollen. Einfach nur hier wie bei der Tastatur eingeben und dann kommt es auch hier schon. Also auf jeden Fall sehr benutzerfreundlich und es wird auch relativ schnell gefunden. Ja, also es ist wirklich nicht schwierig einzugeben, es ist auch einfach direkt zu erkennen. So, jetzt gehen wir hier Schwalbach ein, einfach auf Start drücken und das war's. Wir haben hier in dem digitalen Display alle Warnhinweise, die normalerweise, sage ich jetzt einfach mal, ganz normale Anzeigen sind, haben wir hier wirklich digital. Da kann man jetzt mit OK bestätigen und dann haben wir wirklich den ganzen Display hier, wo wir dann
alles sehen. Jetzt haben wir hier den Bordcomputer zum Beispiel, wie viele Kilometer wir noch fahren können, 6,7 Liter im Verbrauch. Und wir sind bisher 12 Minuten 47 Sekunden gefahren. Das war eben von einer Probefahrt, von einer normalen Fahrt. Das ist sehr, sehr in Ordnung, denke ich. Wow, also noch ganz frisch hier der Wagen. Genau, was wir jetzt wirklich auch sehen, hier auch bei der App, dieses Ford Pass Connect. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel im Handy, wie viele Kilometer haben wir Restreichweite, muss ich noch tanken gehen oder nicht. Und es ist ja öfter so, dass man sein Auto nicht mehr findet. Das heißt, wir können hier den Standort des Fahrzeuges ersehen und dann zeigt er mir hier an, wo das Auto steht. Ist, denke ich, eine super Sache, weil es gibt ja viele Menschen, die ihr Auto nicht mehr finden. Ich will jetzt da keine Beispiele sagen, aber das erleichtert natürlich den Alltag. So, was wir auch haben ist, wenn das Handy mal nicht geladen ist, wir haben hier eine induktive Ladestation, bedeutet, wir legen das Handy einfach nur auf die induktive Ladestation drauf und das lädt dann automatisch während der Fahrt auf. Wie sieht es allgemein mit dem Thema Sicherheit und Sicherheitsassistenten aus? Ja, wir haben hier sehr viele Sicherheitsassistenten direkt serienmäßig dabei. Wir haben beispielsweise den Fahrspurhalteassistent, wir haben das Verkehrsschilderkennungssystem, dann schöne Systeme sind auch der Pre-Collision Assist und das Post-Collision Assist. Das sind Systeme, dass wenn man beim Post-Collision Assist, wenn man den Unfall baut, dann bremst der automatisch noch mit. Bedeutet, wenn man bewusstlos wird und der Airbag ausgelöst ist, bremst das Auto automatisch, sodass nichts mehr weiterhin passiert. Dann haben wir den Pre-Collision Assist. Pre-Collision bedeutet, wir haben hier vorne ja die Kamera drin, die haben wir eben gesehen. Wenn jetzt ein Fahrradgänger, ein Fußgänger auf die Straße geht und man passt mal nicht auf, erkennt das Auto das und bremst auch automatisch direkt ab. Also okay, das heißt, das System erkennt inzwischen auch tatsächlich Fahrradfahrer. Das war ja auch lange Zeit nicht so. Genau, Fahrradfahrer, Fußgänger, man erkennt Autos, also das kann die Kamera alles ersehen und bremst dann auch automatisch. Natürlich zuerst gibt's einen Warnhinweis und dann fängt er an zu bremsen. Ich sehe gerade hier, wenn ich kurz auf den Seitenspiegel schaue, auch hier scheinen Sensoren zu sein und kleine Lichter von wegen, die helfen sollen beim Überholen. Genau, das wäre jetzt der nächste Assistent. Bedeutet, wir haben hier den Total Winkel Assistent. Wenn ein Fahrzeug sich im toten Winkel befindet, gerade auf der Autobahn, zeigt das im Spiegel mit einer orangenen Leuchte an, dass das Auto im toten Winkel ist. Was wiederum auch nochmal für die Sicherheit sehr, sehr gut ist. Ja, Marcel, jetzt haben wir viel gehört über die Technik und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen, uns mal anschauen, wie es sich denn damit fährt. Genau, einfach mal losfahren. Ich habe jetzt hier auch die Hybridanzeige mal angemacht, weil das ist wahrscheinlich am Anfang das Interessanteste, weil viele Menschen wissen ja nicht, was Hybrid überhaupt bedeutet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Bremse drücke, wird es hier grün angezeigt, dann lädt er natürlich die Hybrid-Anzeige auf. Nicht die Hybrid-Anzeige, sondern die Hybrid-Batterie. Jetzt sind wir gerade hier auf einer Hauptstraße. Wir haben jetzt ein Verkehrsschild gesehen. Das wird dann hier angezeigt im Display. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann. Da wird dieses 50 km/h angezeigt. Und jetzt gehen wir einmal mal hin und fahren unerlaubterweise schneller. Und da hört man es schon. Da ist der Piepston und wird dann direkt angezeigt. Hier aufpassen, man muss ein wenig langsamer fahren. Okay, und das nervt dann auch irgendwann, dass man automatisch dann wieder auf jeden Fall die Geschwindigkeit einhält. Ja, auf jeden Fall. Allerdings, wie gesagt, man kann den Signalton auch einstellen, dass das nicht immer aufleuchtet. Ja, okay, aber es unterstützt auf jeden Fall. Ne? Es ist mal schnell passiert, man war mal kurz nicht aufmerksam, hat ein Schild vielleicht doch übersehen oder und dann kommt eben der akustische Hinweis, hallo, aufpassen, du fährst zu schnell. Genau. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Fahrspurhalteassistenten bekommen. So, jetzt haben wir, dafür braucht man natürlich eine Fahrspur. Hier sehen wir jetzt halt keine. Der Vorführeffekt, wir sind hier auf einer Straße ohne Fahrspuren. So, jetzt können wir hier wieder schön den Verbrauch sehen. Fahren wir mit 6,5 Liter. Was natürlich ein super Wert ist und sehr ökologisch mit wenig CO2-Ausstoß. Überhaupt das Fahrgefühl, der Fahrkomfort? Ja, der Fahrkomfort, man fährt in dem Auto wirklich sensationell. Man hat diese erhöhte Sitzposition, ist super angenehm und ja, es macht Spaß zu
fahren. Also auch gerade von der Leistung her, der hat schon wirklich genug Kraft, damit man auch Spaß hat beim Fahren. Das passt alles schon. Was wir auch noch gar nicht angesprochen hatten, es ist sehr hell hier drin, durch dieses echt klasse Panorama darauf. Genau, wir haben ja jetzt mittlerweile Februar und sind ja mittlerweile schon fast 10 bis 15 Grad. So, das heißt, wir können auch jetzt hier mal Cabrio fahren. Ich mache einfach mal das Dach hier auf. So. Und das ist natürlich im Sommer eine wunderschöne Sache, dass man auch wirklich oben mal ein bisschen Luft auf den Kopf bekommt, dass man schön fahren. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit von dem Fahrspurhalteassistent gesprochen. Ich erkläre einfach mal, was das ist. Fahrspurhalteassistent, der erkennt die Fahrspuren auf der Fahrbahn, beispielsweise jetzt auf der Autobahn. Und man passt mal wieder nicht auf. Und dann ist es so, dass der hilft bzw. warnt, auf der Spur zu bleiben. Bedeutet, man fährt und blinkt jetzt nicht, währenddem man die Fahrbahn verlässt. Und dann greift er sozusagen ein. Zuerst ist das ein Vibrieren am Lenkrad und dann greift er wirklich ein, dass man in der Fahrspur drin bleibt. Er drückt dich regelrecht zurück auf die Spur. Genau. Das kann sein, dass man zum Beispiel einen Sekundenschlaf hat. Und das wird dann damit wirklich umgangen, damit man wieder aufwacht, damit man wieder einen Ton bekommt, also damit man wieder wach wird und dass man dann nicht auf die falsche Bahn gelangt. Wir haben ja jetzt eben schon gesagt, wir haben ein Verkehrsschilderkennungssystem. Wir haben aber auch natürlich den Limiter hier serienmäßig mit dabei und das Tempomat. So, jetzt habe ich einmal mal den Limiter auf 45 km/h gestellt. Das sieht man hier an dieser grünen 45. Jetzt versuche ich schneller zu fahren und da geht das Auto automatisch hin und lässt dich nicht schneller fahren. Das kann man natürlich deaktivieren, indem man das Gas durchdrückt. Dann fährt er natürlich auch schneller. Oder man ganz normal wieder abbremst. Dann ist der Limiter wieder aktiviert und dann haben wir die 45 km/h wieder, die wir dann nicht übersteigen. Ist halt auch so ein Sicherheitsaspekt, wenn man zum Beispiel in der Baustelle fährt, dann kann man das einstellen, damit man nicht geblitzt wird. So, dann haben wir natürlich das Tempomat drin. Tempomat ist das gleiche Tempomat wie in jedem anderen Auto auch. Man kann hier eine Geschwindigkeit aktivieren. Jetzt haben wir 43 aktiviert und er hält die Geschwindigkeit. Sobald man bremst, wird er deaktiviert und dann können wir sie später wieder einstellen. Ja, und schon sind wir wieder zurück auf dem Firmengelände von der Zentralgarage. Was wir jetzt noch sehen wollen, ist natürlich, es gibt noch mehr, nämlich das Einparken. Ja klar, also wir haben hier ja serienmäßig den Einparkassistent und die Rückfahrkamera. Jetzt versuchen wir hier einzuparken. Ich habe jetzt mal den Parkassistent angemacht. So, das heißt, hier auf der linken Seite ist ja eine Parklücke vorhanden. Dann fahren wir jetzt hier einfach mal vorbei. Und dann sucht der eine Parklücke. Jetzt hat er eine gefunden. Und jetzt müssen wir einfach nur auf die Befehle hören, die er gibt. Das heißt, ich soll jetzt hier einen Rückwärtsgang einlegen. Natürlich geht direkt die Rückfahrkamera ein. Ich mache nichts. Man sieht es hier am Lenkrad. So, das heißt, wir parken ein, sind natürlich selber verantwortlich für die Umgebung, wenn Fußgänger vorbeigehen. So, jetzt hat er hier gesagt, ich soll halten und soll in den ersten Gang schalten. Jetzt fahren wir wieder ein Stück vor. So. Das ist schon eine coole Sache, oder? Ja, das autonome Fahren. So, man muss halt wie gesagt selber noch Gas geben, aber das Einparken wird wie gesagt hier vom Fahrzeug übernommen. Das ist gerade, wenn es wirklich ganz, ganz enge Parklücken, wenn es wirklich schwierig ist, dann ist das wirklich ein System, was da toll unterstützen kann. Genau. Ich habe jetzt hier selber eingegriffen, weil ich gesagt habe, jetzt komme ich selber in die Parklücke rein. Das geht natürlich auch. Und jetzt sind wir eingetragen. Zeig doch noch mal kurz bitte die Rückfahrkamera, weil die ist auch wirklich mega. Ja, da müssen wir einfach nur den Rückwärtsgang einschalten. Da sieht man hier natürlich den Bereich, das Grüne, da ist alles noch in Ordnung, dann wird es gelb und dann wird es rot. Im roten Bereich sollte man halt irgendwann so langsam bremsen, ansonsten ist die Rückfahrkamera nicht mehr lang da. Ich fahre jetzt einfach noch mal ein Stück zurück. So, jetzt sieht man hier, man ist jetzt hier im grünen Bereich, jetzt wird es so langsam gelb. Weiter. So, jetzt wird es so langsam rot oder beziehungsweise orange zuerst. Und jetzt halten wir hier, weil ansonsten knallt's. Ein weiter wichtiger Knopf ist hier oben versteckt auch. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob man so genau sieht. Das ist hier die SOS-Taste. Bedeutet ganz einfach, wenn man einen Unfall gebaut hat, kann man über diese Taste den Fahrzeugstandort einfach weitergeben und dann kommt Hilfe.
Wenn man einen Unfall gebaut hat, ich habe viele Kunden schon erlebt, die gesagt haben, boah, ich war so nervös, ich konnte gar nicht mehr telefonieren. Die sind mit dieser Taste super, super froh. Bedeutet, man drückt die Taste und direkt kommt irgendwie Notarzt bzw. Polizei. Ist eine sensationelle Sache und gerade auch für Frauen, die in irgendwie dunklen Ecken parken, Weltklasse. Man drückt die Taste und es kommt jemand und wird geholfen. Der Ford Puma Hybrid ist neu, Marcel ist neu hier in der Zentralgarage und ich glaube, jetzt hast du auch gleich Feierabend, oder? Genau, jetzt habe ich Feierabend. Den hast du verdient und wie begehst du deinen Feierabend? Ja, am besten mit einem kalten Bier, oder? So ein Feierabendbierchen, da wäre ich jetzt auch dabei. Und ich glaube, du hast was vorbereitet schon wieder. Dafür können wir den Ford Puma auch nutzen. Wir haben ja diese Aktivbox, den wir auch ausspülen können. Bedeutet, wir können hier Eis reinmachen, die Getränke kalt stellen. Und dann haben wir unser kaltes Feierabendbier. Ja, perfekt. Und da du jetzt nicht mehr fahren musst, darfst du das jetzt auch absolut gönnen. Genau, dann Prost und wie gesagt, ich freue mich auf Ihren Besuch. Marcel, Prost und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Prost, ciao.